Ja, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich die zweite Variante des neuen Yuxiang Scale Hubschraubers für euch, und zwar die neue Yuxiang Bell 206 Jet Ranger. Der ist ja im Grunde der gleiche Heli wie die Bell UH1, halt nur als Jet Ranger, natürlich auch RTF und auch wieder mit kollektiver Blattverstellung. Die Bell 206 hat ebenfalls kein GPS, dafür aber einen optischen und barometrischen Höhensensor verbaut. Da die Bell 206 und die UH1 technisch identisch sind, werde ich jetzt hier nicht nochmal auf die ganzen Funktionen näher eingehen. Die könnt ihr euch gerne mal in dem Video zur UH1 anschauen, das verlinke ich euch mal hier oben. Und auch der Packungsinhalt ist natürlich identisch. Da zeige ich euch gerade mal, was hier alles mitgeliefert wird. Wenn euch das im Detail interessiert, seht ihr das ebenfalls in dem Video zur Yuxiang UH1. In diesem Video zeige ich euch aber natürlich die Bell 206 näher im Detail und wir gehen natürlich auch nochmal fliegen. Ich würde sagen, wir legen sofort los. Viel Spaß! Ja, hier haben wir jetzt mal den Jet Ranger komplett vor uns. Ich habe auch hier schon mal die hinteren Seitenfinnen angebracht. Die werden ja im Grunde nur eingesteckt, aber wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sie besser einkleben. Kann man auch ruhig machen, denn auch mit den Seitenfinnen passt der Jet Ranger in den Karton zum Transportieren. Wir haben hier wieder ein richtig schickes Modell mit vielen schönen Details, wie natürlich wieder die Nieten über dem ganzen Rumpf verteilt. Wir haben hier auch wieder die Konturen der Türen angedeutet. Auch hier oben der Turbinendom ist sehr schön detailliert gemacht worden, mit den Lüftungsgittern an den Seiten und die zwei Abgasrohre. Vorne am Cockpit haben wir noch eine Antenne und einen Cable Cutter angebracht. Auch hier hinten ist noch eine kleine Stabantenne vorhanden. Auch am Heckausleger haben wir noch ein paar Nieten, genauso wie auf den Seitenfinnen. Oben auf dem Turbinendom haben wir noch eine kleine Status-LED, die zeigt zum Beispiel an, ob man den Höhensensor aktiviert hat oder nicht. Zusätzlich haben wir natürlich auch wieder eine Scale-Beleuchtung angebracht, und zwar hier vorne einen leider recht kleinen Landescheinwerfer. Hier hinten unter dem Rumpf haben wir noch eine kleine rote LED und oben auf der Heckfinne ebenfalls noch eine rote LED. Die Scheiben wurden hier diesmal wieder glänzend schwarz ausgeführt, was sich von der schwarzen Lackierung im vorderen Bereich leider nicht wirklich absetzt. Da wäre es vielleicht schöner gewesen, matte oder wieder leicht durchsichtige Fenster zu haben, wie bei der UH1. Das hintere Fenster ist hier noch etwas nach außen gesetzt, was ich ganz cool finde. Das Landegestell ist jetzt hier auch wieder eher schlicht gehalten. Die Lackierung finde ich bis auf die schwarzen Fenster jetzt sehr schick. Die ist hier auch wieder sauber aufgetragen und auch die ganzen Dekals wurden hier wieder schön angebracht. Der Rumpf besteht beim Jet Ranger aus stabilem Kunststoff. Das macht auf jeden Fall einen sehr stabilen Eindruck. Was wir hier leider nicht haben, ist der Ranger-typische hochgesetzte Rotorkopf. Der ist hier etwas tiefer als beim Original, was eigentlich ein bisschen schade ist. Dieser wird hier wieder direkt angetrieben über einen 2511 1200 kV Brushless-Motor. Und der Heckrotor wird ebenfalls direkt von einem Brushless-Motor angetrieben. Hierbei handelt es sich wieder um einen 1204 5300 kV Brushless-Motor. Und erfreulicherweise sitzt der Heckrotor auch wieder auf der richtigen Seite, nämlich in Flugrichtung links. Die Rotorwelle und das Rotorkopf-Zentralstück bestehen aus Metall. Die Taumelscheibe und die Blatthalter sind hier wieder aus Kunststoff gefertigt. Die Blatthalteranlenkung ist eine DFC-Anlenkung. Das sieht man daran, dass hier oben keine Kugelköpfe dran sind, sondern eine reine Drehverbindung. Die Rotorblätter sind wieder schwarz gehalten und haben an den Enden diese weißen Blattspitzen. Die Taumelscheibe wird hier auch wieder über 3 Mikroservos angesteuert, die im 120-Grad-Winkel zueinander angeordnet sind. Auf der Unterseite haben wir noch den eben angesprochenen Höhensensor verbaut. Ansonsten ist der Boden des Rangers auch wieder eher unspektakulär. Im Inneren des Rumpfes befindet sich natürlich auch wieder die ganze Elektronik mit Steuerbord, Gyro und Regler. Um hier dran zu kommen, müssen hier wieder die 4 Schrauben rausgedreht werden. Und dann kann man den vorderen Teil des Rumpfes abnehmen und kommt bequem an die ganze Technik dran. Der Akku wird wie immer unten einfach reingeschoben und dann so weit runtergedrückt, bis die beiden Klipse einrasten. Dann können wir den Ranger über einen längeren Druck auf den Knopf einschalten. Zum Rausholen der Akkus muss man einfach die beiden Klipse zusammendrücken und den Akku einfach raushebeln. Der Jet Ranger hat einen Rotorkreisdurchmesser von 370 mm, eine Rumpflänge von 380 mm, ein Abfluggewicht von ca. 300 Gramm und eine ungefähre Flugzeit von 8 bis 12 Minuten.
Am Ende natürlich auch hier wieder ein kurzes Fazit. Optisch finde ich den Jet Ranger wirklich sehr schick. Wie gesagt, haben wir hier auch wieder viele schöne Details drauf. Ich persönlich finde jetzt die UH1 etwas schicker, muss ich sagen. Das ist aber natürlich alles Geschmackssache. Ihr könnt mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, welchen ihr schöner findet, den Jet Ranger oder die UH1. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass der Rotorkopf etwas zu flach über dem Dom sitzt und nicht so hoch wie beim Original Jet Ranger gemacht wurde und dass der Akku hier unten nicht so ganz sauber sitzt wie bei der UH1, wobei man das im Flug wahrscheinlich sowieso nicht sieht. Fliegerisch ist hier genauso wie bei der UH1 auch wieder alles tipptopp. Der Jet Ranger fliegt wirklich sehr ruhig und stabil, sowohl mit Höhensensor als auch ohne Höhensensor. Natürlich hält er im Höhensensormodus besser die Höhe. Somit würde ich sagen, ist er auf jeden Fall anfängertauglich, wobei ich persönlich immer dazu sage, dass man vielleicht vorher auch am Simulator ein wenig geübt haben sollte, damit man so die grundlegenden Steuerfunktionen beherrscht. Denn auch so ein Heli ist kein Spielzeug mehr und da sollte man auch immer mit der nötigen Vorsicht rangehen. Die Rückenflugfunktion funktioniert ja auch einwandfrei. Da ist natürlich immer wieder die Frage, ob man das bei einem Scale-Modell mag oder nicht. Aber wer es mag, für den ist es echt eine coole Sache. Ja, der Rest ist wie gesagt eigentlich auch ziemlich identisch mit der UH1. Daher brauche ich das hier nicht nochmal alles erzählen. Guckt euch daher auch gerne mal das Video zur UH1 an. Alle Infos und Links zum Jet Ranger packe ich euch natürlich wieder unten in die Videobeschreibung rein. Schaut da gerne mal rein. Da steht natürlich auch wieder der Rabattcode drin, den ihr benutzen könnt, wenn ihr über den Link bestellt. Dann würde ich sagen, war es das wieder mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da. Schreibt mir sehr gerne unten in die Kommentare mal eure Meinung zum Jet Ranger. Ihr könnt auch gerne mal eure Meinung zur UH1 darunter schreiben oder welchen ihr zum Beispiel schöner findet. Wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, abonniert gerne meinen Kanal. Die Glocke nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, euer Chrissy. Ciao!